Hotel Charlie Bravo, der Name da ist Helmut. Ja, schönen guten Abend, die erwähnte Runde. Ja, ich habe jetzt aufgedreht, ich weiß nicht, ob ich schon alle da der Mixer habe, wo dabei sind. Und ja, die Monika hat Tag zu. Ja, werden wir sehen. Wenigstens beim letzten Aktivitätskontest auf 160 Meter, zumindest vor der Sommerpause, gell, können wir da noch dabei sein, werden wir schauen. Und das Equipment testen da, die Kellermann-Antenne und so weiter. Aber du hast gesagt, wir sollen das dann im Martin alles sagen, die technischen Daten, gell. Also dann Mikrofon wieder zurück und schöne Grüße auch von meinen Damen da im Hintergrund. OE3 Yankee Sierra Charlie, da war OE3 Hotel Charlie Bravo. Okay, Roger Helmut, alles angekommen, 5-9 für dich da. Ja, schöne Grüße natürlich auch an die Monika, die zuhörenderweise mit dabei ist und natürlich auch an die Angelika, da schöne Grüße von mir. Okay, ich rufe weiter, CQ, 160 Meter, die Vorrunde für die Aktivitätsrunde, bitte. Alpha Oscar Echo 8, Alpha Juliet Kilo, der Alfons, bitte. Jawohl, Servus, einen schönen guten Abend, 5-9+5 aus Respekt unserer Runde nach Servus. Okay, Roger Alfons, dein Rapport 5-9 geht das sehr gut. Nächste Station, bitte. Mike Oscar Sierra. Okay, Roger Manfred, Oscar Echo 8, Mike Oscar Sierra. Bitte, Manfred. Ja, servus Marian, schönen guten Abend, 9+20 für dich. Okay, Roger Manfred, ja, 5 und 9, in den Spitzen 5-9, aber sehr gut aufnehmbar. Weitere Stationen für die Vorrunde der 160 Meter Aktivitätsrunde. Ja, Roger, schönen guten Abend, Marion. Ja, 5-9+20, ich bin gerade aufgekommen, Zweitgute H, also gerade auftrat. Funktioniert super derweil, ja. Was, mein Kreatur? Zu Marion, Oscar Echo 3, Yankee Sierra Charlie mit dem Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie, von Oscar Echo 3 Charlie Quebec Bravo. Okay, Roger Christian, ja, grüß dich, 5-9 für dich geht das sehr gut, bist in dein Zweitgute H unterwegs. Okay, super, dass du mit dabei bist. Du bist momentan da die Nummer 10, wo natürlich dann alle Stationen da mitmachen. Wie gesagt, den Reinhard habe ich auch aufgeschrieben. Schauen wir mal, ob er wieder zurückkommt. Okay, ich rufe weitere Stationen für die Vorrunde der 160 Meter Aktivitätsrunde. Oscar Echo 3, Alpha Papa Mike. Okay, super. Oscar Echo 3, November, Romeo Charlie. Schönen guten Abend, Rudi. Bitte. Ja, danke schön, Marian. Schönen guten Abend, die gesamte Runde. Ja, ich versuche es auch bei der nächsten Runde dabei zu sein. Wie ist die Modulation, ganz kurz? Okay, Roger, Rudi, Rapport für dich 5-9, Modulation passt. Und mein Chef sitzt da hinter mir, der teilt Damen im Kopf, also 1H. Schöne Grüße natürlich auch an die Eva Maria, wenn sie irgendwo im Hintergrund mitlos. Sind weitere Stationen nur in der Vorrunde für die 160 Meter Aktivitätsrunde? Okay, ist momentan noch nicht der Fall. Dann werden wir mal einen Wetterbericht durchsagen. Bei mir im Bad Bertholz, wir haben schon wieder minus 0,1 Grad. Es hat da vorhin einmal kurz zugescheint, dann auf einmal hat es runtergeschneit kurz und ja, aber die Grade sind schon wieder gesunken. Also es ist eigentlich ja saukalt draußen HI und sehr gemütlich an der Station. Okay, dann rufe ich nochmal CQ, 160 Meter für die Vorrunde oder in der Vorrunde für die 160 Meter Aktivitätsrunde, bitte. Oscar Echo 3, Sierra Hotel Uniform. Okay, Roger Johann, Oscar Echo 3, Sierra Hotel Uniform, ein bisschen leise, aber Mikrofon gleich zurückprobieren. Ja, schönen guten Abend, Marian. Ja, ich habe ein Problem mit meinem Transceiver. Ich halte so langsam die Sicherung da. Da gibt es ja langsam den Geist auf, gell? Werden wir schauen, ob er durchhält. Also Mikrofon retour. 2 Echo 3, X-Ray Romeo Charlie. Okay, Roger Johann, ja, den Rapport 5 und 9, da war jetzt irgendein Störpegel da drauf, aber wie gesagt, die steht da gut aufnehmbar, Johann, und bist natürlich da mit dabei dann in der Runde. Okay, rufen wir mit CQ 160 Meter für die Vorrunde der Aktivitätsrunde. Hier ist Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie. Oscar Echo 3, Temperatur jetzt, oder? Hotel India Lima, bitte.
Okay, Roger, Oscar Echo 3, Delta, Juliet, Lima, schönen guten Abend. Mikrofon gleich zu dir, bitte. Marion. OE3 XAT, OE3 Delta, Juliet Lima. Okay, Roger, alles bestens aufnehmbar. Also, wie gesagt, es ist momentan da ein wenig eine Störung drauf, aber es ist alles durchgekommen von dir und Delta, Juliet, Lima ist natürlich da ebenso im Loch mit dabei. Okay, schauen wir, sind noch weitere Stationen mit in der 160 Meter Vorrunde für die Aktivitätsrunde. Okay, Roger, ist noch nicht der Fall. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir das Mikrofon einmal zum Walter, der war ja schon sehr fleißig und hat uns da die Frequenz freigeputzt. Osgecko 6, Sierra Whisky Foxtrot. Bitte, Walter. Jawohl, danke schön, Marion. Ja, ich habe da ausgezeichnet, ich bin 15 über 9 von 4 da von Wolfshoferamt, gell? Ja, es ist alles gut, wenn wir es vorher schaffen, weil dann ist es alles schwieriger, weil sie ja von alle Seiten drüber drucken, das war in Anfang auch, ich habe jetzt eine gute Helfer gehabt, den Martin, den G9 RCM und den Wolfgang, den 06 HDF, dass wir da die Stellung halten haben können. Und das ist dann schon besser und dann war auch dann eine Ruhe. Ich gebe das Mikrofon wieder zu dir zurück, Marion, vielleicht gibt es noch Stationen, was die reinlegen will. Bitte schön. Romeo Charlie, OE6 Sierra Whisky Fox ist am Ende. Bitte schön, Marion. Okay, Roger, Walter, alles gut aufnehmbar. Okay, passt. Ja, wie gesagt, ist natürlich super. Ja, wir haben natürlich da geplant, so circa um 19:45 Uhr da vor das Haus zu sein, aber wie gesagt, ich habe erst dann schon Rufverkehr und darum haben wir gedacht, ich möchte mich da kleiner, dass nicht lang möchte, warten möchte. So. Okay, schauen wir. Möchte noch jemand einsteigen in die Vorrunde für die 160 Meter Aktivitätsrunde, für die vorerst, letzte vor der Sommerpause. Oder, ja, mein Herbst ist ja dann erst wieder die nächste. Hier ist Osgecko 3 X-Ray Romeo Charlie. Okay, Roger, ja, ich kann leider nichts aufnehmen, sind momentan noch ein bisschen weniger Stationen. Dann schauen wir, ist der Reinhard jetzt komplett weg oder kommt der nur mehr? Delta 6, Victor Kilo Romeo. Nein, der ist weg, glaube ich. Okay, passt. Dann müssen wir natürlich da gleich ausstreichen. Muss etwas für Martin da mitschreiben. Und ich glaube, der Andi, der im Hintergrund, der Osgecko 3 Alpha Papa Mike, der macht ja dann die zweite Runde oder die Verabschiedungsrunde, glaube ich, macht der Andi und der wird ja da auch fleißig mitschreiben. Okay, dann geht das Mikrofon weiter zu Martin, Delta Lima 9, Romeo Delta Mike, bitte. Ja, danke Marion. Hier ist Delta Lima 9, Romeo Delta Mike. Martin aus Niederbayern, Nähe Landshut, 40 Kilometer östlicher Richtung von Münchner Flughafen. Ja, ich habe fast alle Stationen gehört, bis auf 2 Stationen konnte ich nicht aufnehmen, aber das glaube ich immer im Detail noch nicht genau durch. Weiß ich noch nicht genau, wie das abläuft, aber ich lasse mich da mal überraschen. Ja, sonst kann ich nichts Besonderes berichten. Ich habe gesagt, die haben wir jetzt alles aufgenommen und werde dann, wenn ich zurückkomme, im Hauptteil sozusagen mal alles durchgehen auf die Schnelle mit den Rapporten von den ganzen Stationen, die ich aufnehmen konnte. War das so in Ordnung, Marion, gell? Okay, Roger Martin, ja, hast da sehr gut mitgelassen und mitgekriegt, HI, gell? Ja, wie gesagt, ich mache jetzt die Vorrunde, wir haben das heute zum 2. Mal. Und vorher hat es ja immer um 20 Uhr begonnen und das ist letzte Mal eigentlich ganz gut angekommen, dass sie da die Stationen schon einmelden können. Und um 20 Uhr geht es dann los mit der Aktivitätsrunde. Der Martin, der Osgecko 3 Echo Mike Charlie, der da an meiner Seite sitzt, der wird da die Einleitung machen, darf ich mal sagen, mit Vorstellung, Geräte, Beschreibung und natürlich die Rapporte. Und ja, wie gesagt, und der Andi, glaube ich, macht dann die zweite Runde. Das haben wir sich da jetzt ein bisschen aufgeteilt, dass da jeder ein bisschen zum Zug kommt. Und natürlich, dass da auch der Andi, ist ja ein braver, ja, ich sage einmal, Schüler ist er noch, also der Andi macht das sehr gut und ich glaube, es hat am letzten Mal da auch recht Spaß gemacht.
Okay, es ist 5 Minuten vor 8. Nein, 5 Minuten, nicht 7 Minuten vor 8. Ich schaue nochmal, ob jemand einsteigen möchte in die Vorrunde für die 160 Meter Aktivitätsrunde. Hier ist Gecko 3 X-Ray Romeo Charlie. Ui, 3 Kilo Uniform Sierra. Regent, guten Abend, Marion. Okay, Roger, Moment einmal kurz. Es ist eine Delta-Lima-Station, ziemlich leise. Bitte nur mal probieren. Delta-Lima-Station. Okay, Roger, Delta Lima 3, Mike Sierra Gold, QRB. Der Günther, den kennen wir ja da schon von der AMRS-Runde. Ja, es ist heute ziemlich verarscht, Günther. Rapport 5 und 5, Roger? Okay, Roger, Günther. Ja, wie gesagt, 5 und 5. Am Anfang geht es halt ein bisschen besser und dann sagst du uns halt ein bisschen weg, aber vielleicht geht es ja dann in der nächsten Runde nochmal ein bisschen besser. Auf alle Fälle habe ich die da mit im Log. Okay, dann gehen wir das Mikrofon gleich weiter zum Kurt. Ostgecko 3 Kilo Uniform Sierra-1. Kurt, wie schaut's aus? Magst du heute wieder die Abschlussrunde in CW? Bitte, Kurt. Roger, O3 X-Ray Romeo Charlie. Hier ist uns die AMRS-Runde, Aktivitätsrunde, so schaut's aus. Hier O3 KUS-1 aus der Maria Theresien-Kaserne Wien. Ja, natürlich, wenn wir sowas vorhaben, ich bin Stand-by und das machen wir halt am Ende, selbstverständlich, und schauen wir, ob sich wer meldet. Ja, vielleicht kurz zu meinem Equipment. Einen Tippball habe ich da gespannt. Der ist ein bisschen tief heute, weil der Wind war in den letzten Tagen sehr, sehr stark und hat da einiges losgerüttelt. Und der ist gespeist, der Tippball halt mit einer selber gemachten Vordrahtleitung, also Paralleldrahtleitung. Und ich hoffe, er geht so wie bis jetzt. Und es ist gut aufnehmbar. Mein Name ist Kurt, das hat man schon gehört und Standard habe ich genannt und damit gebe ich wieder zu dir. Von O3 KUS-1. Okay, Roger, Kurt, ja, dein Rapport 5, 9 plus 10. Bist natürlich da sehr gut aufnehmbar, auch wenn die Antenne ein bisschen tiefer hängt habe. Okay, dann habe ich natürlich noch gehört den Heinz, Ostgecko 3 Bravo Hotel Bravo. Bitte, Heinz. Ja, ich bin Bravo, der ich möchte mich nur aus, der Martin wird mich schon aufrufen. Okay, Roger, Heinz. Ja, 5 und 8. Okay, ich schaue weiter. Sind noch weitere Stationen in der Vorrunde für die 160 Meter Aktivitätsrunde? Hier wäre Ausgecko 5, Tango Papa Mike. Okay, Roger, kurzen Moment. Die Delta Lima Station, bitte. Okay, Roger, Delta Hotel 3, Foxtrot Bravo Tango. Schönen guten Abend. Das ist der Heinrich. Bitte, Mikrofon gleich zurück zu dir. Ja, jetzt zum zweiten Mal, aber ich will mich nur kurz reinmelden. Ich habe hier ein Trappelstörung 9 plus 15 und das ist sehr anstrengend. Also ich höre die meisten Stationen nicht. Die müssen weit über 9 kommen, damit ich dann ein sauberes Signal habe. Ich wollte mich nur gemeldet haben und wünsche euch viel Erfolg und viel Freude an dieser Runde. Ne? Okay, Roger, Heinrich, alles bestens angekommen mit 5 und 9. Okay, ja, es ist da irgendeine leichte Störung drauf. Aber wie gesagt, du kannst das gerne da in der nächsten Runde natürlich auch probieren. Ich habe zwar jetzt einmal ein Kreuzfeld gemacht, dass du vielleicht nicht mehr mit dabei bist, aber der Martin wird dich vielleicht trotzdem nur mehr aufrufen. Auf alle Fälle hat mich gefreut, dass du nicht gemeldet hast und dass ich dich aufnehmen habe können. Okay, weiteres. Also Heinrich, wenn du nicht mehr reinkommst, dann natürlich einen schönen Abend um 73. Vierte. Und das Mikrofon geht weiter an die Ostgecko 5, Tango, Papa Mike, bitte. Danke, da ist O5 Tango Papa Mike. Liebe Weil, dein Rufzeichen habe ich jetzt nicht mitgekriegt. O3 KUF habe ich vorhin gehört. Zu meiner Vorstellungnahme Reinhard, QTH, Bad Ischl im Salzkammergut. Und ich bin da auf 160 Meter
einmal gerne QRV, damit ich meine lange Vertikalantenne, die Titanic 260, einmal ausprobieren kann. Wie gesagt, Name hier Reinhard, QTH Badische, OE5, Tango, Papa Mike war da. Okay, Roger Reinhard, ja, hier ist Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie. Das ist die Clubfunkstelle der AMRS Waldviertel. Mein Name hier ist Marion und mein persönliches Call ist Oscar Echo 3, Yankee Sierra Charlie. Okay, passt Reinhard, ja, dein Rapport 5.9 in den Spitzen plus 10 und mein QTH ist hier in Bad Berthold, das ist im nordwestlichen Niederösterreich an der tschechischen Grenze gelegen. Okay, sind noch weitere Stationen mit dabei in der Vorrunde der Aktivitätsrunde? Oscar Echo 3, Foxtrot, Quebec, Romeo. Okay, Roger Franz, die habe ich schon vermisst. Oscar Echo 3, Foxtrot, Quebec, Romeo, bitte. Oscar Echo 3, Foxtrot, Quebec, Romeo, anscheinend guten Abend, die ganzen Runde. Ich bin gerade erst heimgekommen und hab gerade eingeschaltet. Du bist 5,9 plus 30 bei mir. Zurück zu dir, Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie von Oscar Echo 3, Foxtrot, Quebec, Romeo. Okay, Roger Franz, ja, natürlich auch dein Rapport 5,9 plus 10 geht da sehr gut. Ja, warst du bald ein bisschen zu gnädig geworden heute, gell? Heimkommen und schon zur Station sitzen, aber das kann ich mittlerweile auch schon recht gut haben. Bei mir ist das auch immer dienstags, ist um 19 Uhr die WL-Runde da, die Delta-Lima-WL-Runde, da bin ich natürlich auch gerne mit dabei, aber durch das, dass wir jetzt auch unsere Öffnungszeiten da im Geschäft verlängert haben, sind wir oft erst um 19.45 Uhr heim, also ich sitze oft schon mit der Jacke und mit dem Schal bei der Station heim. Okay, es ist 20 Uhr, ich rufe mal rein, ich kann mal einsteigen in die 160 Meter Aktivitätsrunde, hier ist Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie. Okay, Bravo, Mike Bravo, bitte noch einmal. Das Mikrofon, hier ist Oscar Echo 3 X-Ray Romeo Charlie. Also das Einzige, was leider durchgekommen ist, ist Oscar Echo 3 Bravo Mike Bravo mit 5 und 4. Ich kann leider sonst nichts ausnehmen. Ich habe sie mal notiert im Log und wir versuchen es dann nachher nur einmal die zum Ausrufen. Okay, schauen wir nochmal, möchten wir einsteigen in die 160 Meter Aktivitätsrunde? Oscar Echo 5 Lima X-Ray Papa. Okay, Roger Hans, Oscar Echo 5, Lima X-Ray Papa, der Hans ist ebenso mit dem Lok. Bitte Hans. So, danke, schöner Kollegen, Sie sind gern dabei. Ich bin wieder schön bei 73 und mir hört Sie dann eh. Schauen wir noch, vielleicht kennt dann noch wer, Marion. Go ahead. Okay, Roger Hans, ja, dein Rapport 5 und 9 ist ebenso gut da zum Herrn. Sind noch weitere Stationen mit dabei in der Aktivitätsrunde? Hier ist Oscar Echo 3 X-Ray Romeo Charlie. Okay, Roger, Oscar Echo 3 Alpha Oscar Whisky. So, jetzt ist mir der Name verflogen. Der Alfred. Bitte, Alfred. Okay, Roger, Alfred. Ja, 5 und 5 und ja, die Förderungen sind natürlich auch da bei uns. Okay, schauen wir, ist sonst noch jemand mit dabei in der 160 Meter Aktivitätsrunde? Also dort waren wir leider kurz einmal Duplex. Ich war der Meinung, du hast das Mikrofon schon auslassen. Jetzt habe
wir noch natürlich so drauf. Aber der Zukunft, wir werden die dann in der Runde dann aufrufen. Und wenn wir das benutzt, 160 Meter, die Vorrunde der 160 Meter Aktivitätsrunde, möchten wir jemand mitmachen? Ja, okay, kann man mit der Lärmpause nehmen, dann würde ich sagen, es ist jetzt 20 Uhr. Ich übergebe Martin da das Mikrofon. Ich bedanke mich bei alle, was da mit dabei sind. Und natürlich nochmal ein herzliches Dankeschön für das Freihalten der Frequenz. Und ich gebe das Mikrofon weiter zu Martin, zum Osgecko 3 Echo Mike Charlie. Bitte. 73, viert euch und danke. So, einen guten Abend, hier ist Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie, Mikrofon ist Oscar Echo 3, Echo Mike Charlie, der Name hier Martin, hier das gleiche gute Hardel mit dem Marion. Okay, danke Marion mal für die Vorrunde da, das Aufnehmen für die Rufzeichen und die Vorlog. Ja, liebe Freunde, die letzte 160 Meter UE-Aktivitätsrunde in dieser Saison. Ja, schauen wir, was wieder passt, wenn wir das wieder weiterführen da im November. Ja. Okay, ja, wir haben es auch heute besprochen, wir möchten die 160 Meter OE-Aktivitätsrunde auch im Rahmen dieser Weltamateurfunktage 2019, der feiern wir jetzt am Samstag, das ist der 8. April, oder Weltamateurfunktag am März natürlich, Entschuldigung, abblättern, das ist natürlich passt nicht, weil es ist gerade April da, gell? Gut, sorry. Okay, aber ich falsch mögen, auch gekriegt bin ich da aufstehen. Ich habe da noch kurz das vorbereitet. Okay, gut, dann werden wir gleich beginnen mit der Hauptrunde und das Mikrofon kriegt Osgecko 6 Sierra Whisky Foxtrot, der Walter, bitte. Ja, danke schön, Martin. Oscar Echo 6 Sierra Whisky Foxtrot, Name Walter QTH Gröbming. Zwischen Schladming und Litten, Locator Juliet, November 67, Whisky Lima. Equipment da ein IT-756 Pro, 200 Watt Ausgangsleistung an einer G5 RV, inverted wie aufgehangen in 12 Meter Höhe. Ja, ich bin hier auf 900 Meter Seehöhe, geht da ausgezeichnet. Rapport für dich ist natürlich auch 5,9 plus 10 in die Spitzen bis 15, Martin. So, Temperatur da haben wir noch 1,5 Grad plus. Ist blanker, da habe ich noch ein bisschen Romatopien, sagen wir so. Ein bisschen Schneeflockerln, aber ja, es ist heute unangenehm gewesen. Ich will nicht lang machen und gebe das Mikrofon zurück zur Leitstation. Martin, bitte. UE3 X-Ray Romeo Charlie, Amende Oscar Echo 6 Sierra Whisky Foxtrot. Okay, Roger, weiter. Wir sind bestens angekommen, OE6 Sierra Whisky Fox, für Osgecko 3 X-Ray Romeo Charlie. Ja, 5,9 plus 10 da wird ausgezeichnet. Ja, Gerätschaft von meiner Seite IC 756 Pro 3. 100 Watt und die Antenne ist eine G5 JV-Antenne, so circa 15 Meter Grund. Gut, dann geht's weiter das Mikrofon zum Reinhard, Delta 6, Victor Kilo Romeo, bitte. Alles nichts mehr da. Dann geht's weiter zum Martin, Delta Lima 9, Romeo Delta Mike. Ja, Martin, grüß dich. Mein Namenskollege ist Delta Lima 9, Romeo Delta Mike. Schönen guten Abend in die ganze Runde. Ich bin in der Nähe von Münchner Flughafen, sende hier mit Transceiverleistung, Kenwo Transceiver 480 HX. Die Antenne ist ein Dipol. Ich habe mir jetzt 22 Stationen aufgeschrieben. Es wird bestimmt den einen oder anderen interessieren, wie ich den Anruf gehört habe. Martin, war das okay, wenn ich ganz einmal kurz bloß mit Vornamen die ganzen Rapporte durchgebe, wie ich die Kollegen noch gehört habe? Martin, noch mit zu dir? Ja, gerne, bitte. Da war ein Alfred im Wolzen 20 über 9, ein Helmut mit 5 über 9, ein Walter, der Walter 20 über 9, der Wolfgang 15 über 9, der Alfons 5 über 9, der Manfred 5 über 9, Christian 10 über 9, Andi 10 über 9, Michael wurde nicht gehört, ein Karl mit 10 über 9, ein Rudi mit 10 über 9, ein Johann mit 10 über 9, dann alle über 10 über 9, da waren der Hans, ein Hans, der war 5,7, der Kurt 10 über 9 und dann der Günther mit 4 und 6. Dann war der Heinz
mit 4 und 4, leider kaum aufnehmbar. Der Reinhard mit 15 über 9, der Franz mit 5 über 9. Dann ein BMB, also das Suffix BMB wurde nicht aufgenommen bei mir. Dann der Hans mit 20 über 9 und ein Alfred konnte ich leider auch nicht aufnehmen. Und du, Martin, hast bei mir 20 über 9 am Mikrofon zurück. Ja, danke für die ausführliche Rapporte, Martin. Ja, 5 plus 20 sollte ja da auch geben, da gehört 5 plus 20. Geht sehr, sehr gut so. Man sieht jetzt, das ist schon besser, gell? Die Atmosphäre und ja, diese Rapporte werden auch stärker. Gut, dann danke sehr. Das Mikrofon geht weiter in den Steiermark. Was Gecko 6, Hotel Whisky Foxtrot zum Wolfshoferamt, bitte. Ja, servus Martin. Hier ist Hotgleicher 6, Hotel Whisky Fox, Name Wolfgang. QTH ist da im steirischen Enstal am Fuße des Krimming, ganz genau in St. Martin am Krimming, ist da 20 Kilometer östlich von Schladming. Ja, Equipment ist ein Jesu FTX 3000, 100 Watt zurzeit. Und Antenne ist da ein Dipol, 2x31 Meter. War einmal ursprünglich 2x27 Meter, aber ich habe links und rechts 4 Meter dazu gestückelt. Jetzt lassen sie die sämtliche Bänder da sehr gut abstimmen. Und Hühnerleiter selbst gebaut, 600 Ohm, die hat da 25 Meter. So schaut es da bei mir aus. Mike Retour, OE3, XRC, OE6, Hotel Whisky Fox. Okay, danke Wolfgang, geht sehr gut. Das ist jetzt um 10 dB spät, stärker wie vorher. 5 plus 10 soll ich da geben. Geht gut, da, gell? Gut, Mikrofon weiter zum Alfred. Delta Juliet 0 Golf Mike, bitte. Ja, hier ist Delta Juliet 0 Golf Mike an der Clubstation Delta Romeo 4 Golf. Delta Romeo 4 Golf. Schönen guten Abend in die gesamte Runde. Martin, kommst bei mir auch hier mit 5,9 plus 20 an und auch der Martin, der so schön die Rapporte verlesen hat in der Nähe von Landshut, natürlich auch 5,9 plus 20. Geht ganz fantastisch. Freue mich, dass man so gute Kontakte hier haben kann auf 160 Meter. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Übrigens meine Arbeitsbedingungen FP 990 von Jesu und ein liegender Dipol in 10 Meter Höhe mit ca. 150 Meter Umfang. Das war's, alles Gute, Servus beieinander. Hier war Delta Juliet 0 Golf Mike an Delta Romeo 4 Golf. Okay, Röcker, danke sehr, Alfred, Delta Juliet 0 Golf von Delta Romeo 4 Golf. 5 plus 20, so in der Spitze von meiner Seite, da geht auch ausgezeichnet. Danke, dass du hergemeldet hast. Und ja, vielleicht haben Sie dann im Herbst wieder da, gell? Wir haben im November wieder diese OE 160 Meter Aktivitätsrunde fortsetzen. Okay, ja, kurz vielleicht nochmal zur Information, wie wir uns das Marian vorher schon gesagt haben, die Vorrunde und jetzt die Hauptrunde und dann wird es natürlich noch eine Verabschiedungsrunde geben. Und für CD-Stationen vielleicht ist doch der ein oder andere wieder mit dabei, der was vielleicht dann noch in kurz dann ein kurzes CD-QSO macht, sage ich. Aber eher auf dieser Frequenz auf 1882, der Ort dann auch, da OE1 Kilo-Uniform Sierra, Strich 1, sage ich, ist dann noch in CW unterwegs. Daher machen wir weiter, rauscht es da und das Mikrofon geht ins Brennviertel zum Mario, Gecko 3 Papa Kilo Bravo, bitte. Ost Gecko 3 Papa Kilo Bravo, jetzt Ost Gecko 3 X-Ray Romeo Charlie. Okay, Mario ist nicht mehr da, dann geht es gleich weiter zum Himmel. Ost Gecko 3 Hotel Charlie Bravo. So ist OE3 Hotel Charlie Bravo. Schönen guten Abend, die ehrenwerte Runde. Ja, es wird da super, wunderbar. Alle Stationen, die bis jetzt da gesprochen haben 9 plus 20, ja, super Signale. Und ja, ich arbeite da mit einem ST 1000 MP Mark 5 mit 100 Watt Ausgangsleistung und eine Dipolantenne, eine verkürzte für 40, 80 und 160 Meter von Kellerman. Das sind dann meine Arbeitsbedingungen. So, dann mache ich das halt so lang, die Runde ist groß und Mikrofon zurück zur Leitstation OE3 X-Ray Romeo Charlie. Bitteschön, Martin. Okay, danke. Helmut, da war der 5, 9 plus 10 in den Spitzen. Jetzt sehr, sehr gut mit deiner Kellerman-Antenne. Das Mikrofon geht zum Alphons und Gecko 8, Alpha Juliet Kilo, bitte. Gecko 3, X-Ray Romeo Charlie, hier ist Gecko 8, Alpha Juliet Kilo. Der Name Alpha
Sierra Bravo Echo Romeo Golf. Tango 3000, 100 Watt Ausgangsleistung, Fernsehantenne ist ein Single Wire Sweeper, 18 Meter lang das Ding. Und Empfangsantenne ist eine Vertical Loop, die nur an normalerweise auf 80 Meter geht, oder bis 40 Meter geht, aber die am saubersten Noise Floor hier, gell? Zu den Rapport, 03 Gföhl Romeo Charlie, Martin 59 mit QSD, OSX Sugar Whisky Fox, weiter Punkt 9, Delta Lima 3 Radio Delta Mike, 59 plus 10 und darüber ein hervorragendes Signal aus München, Martin. OSX Hotel Whisky Fox, Wolfgang, 59 plus 5, Delta Julia 0, Golf Mike, weiter mit 5, 8 bis 5, 9 und der Helmut zum Schluss, da habe ich das Rückzeit noch nicht mitgekriegt, war mit 4 und 7. Das hineinstellen die Rapporte. Martin, das Mikrofon zurück zu dir und ein herzliches Dankeschön. 03 Gföhl Romeo Charlie, Oscar Evo, Stahlzeit, Juliet Kilo. Ja, danke Alfons für deine Rapporte und für deine möchten natürlich Oscar Evo, Stahlzeit, Juliet Kilo. Ja, du bist da 5-9 plus in den Spitzen und doch auch mit sehr viel QSB da. Es geht da zwischen S5 und 5-9 plus da in den Spitzen, gell? Wo immer aufnehmbar, gell? Kein Problem, sich das hört. Gut, dann geht das Mikrofon weiter zum Christian aus Echo 3, Charlie Quebec Bravo, bitte. Ja, Roger, hier ist Oscar Echo 3, Charlie Quebec Bravo. Ja, ich tue mir da heute ein bisschen schwer, also ich habe jetzt einen sehr starken Störnebel da. Weiß ich nicht, wahrscheinlich durch mich selber. Ja, verwenden wir wie immer meinen IC 7300 mit der G5RV, die was ich heute erst wieder neu aufspannen habe müssen, weil der Sturm da wieder einiges zerstört hat. Gell. Jetzt hängt sie derweil gerade nur auf 8 Meter Höhe am Einspeisepunkt. Gell. Das ist wahrscheinlich auch bemerkbar an den Ganzen. Ja, Wolfshoferamt bin ja in mein Zweit-QTH gerade mit dem Auto wieder heraus. Es ist ziemlich kalt, also es ist sehr frisch da drinnen. Gell. Motor ist natürlich abgedreht, dass ich da in Ruhe funken kann. Selbstverständlich. Die Wolfshoferamt ist zwischen Horn und Gföhl, gell, wird wahrscheinlich den meisten alles sagen, auf 620 Höhenmeter. Das ist optimale Funkbedingung für mich. Gell. Na passt, die erste Runde ist einmal sehr gut gegangen, gell. Die Rapporte, ich habe glaube ich jetzt 3 Stationen überhaupt nicht aufnehmen können, aber sonst eigentlich alles aufnehmbar und wie gesagt, ich habe da, wenn QSB herrscht, natürlich sehr meine Schwierigkeiten, dass ich dann unterm Rauschen noch ein bisschen mithöre, aber man kann sich dann einiges ausdenken. O3X Romeo Charlie für Oscar Echo 3, Charlie Quebec Bravo. Ja, bleib mir für die Antenne aufbaut, Christian, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, bist du in den Spitzen 5-9 plus, aber es geht auch so wie bei allen von zwischen S5 und S5-9 plus. Das sind heute grundsätzlich wegen mehr QSB und die Signale sind auch ein bisschen schwächer. So in den letzten Runden, ich glaube, das macht sich halt auch schon aus. Das ist jetzt schon eher zeitig, ist doch noch länger Lichtstag, und das wird man dann da. Okay, gut, dann geht es Mikrofon weiter zu unserer Leitstation für die zweite Runde zum Andi. Also Alpha Papa Mike noch Einreichstein, bitte. Ja, Roger, besten Dank fürs Mikrofon. Hier spricht Oscar Echo 3 Alpha Papa Mike, der Name Andi, wie Sie schon gesagt hat, Martin. QTH bei mir ist in Heidenreichstein, das ist im nördlichen Niederösterreich, so 10 Kilometer von der Oscar-Kilo-Grenze entfernt. Gerätschaften meinerseits, meine altbekannte G5RV, selbst gebaut, 64 Meter lang, inverted wie aufgespannt, von 12 Meter auf so 3 bis 4 Meter Höhe. Und das Ganze auf einem MFJ 998 Autotuner und einem Jeso FTTX 3000D mit 100 Watt Ausgangsleistung. Ja, zu den Rapporten nur ganz kurz. Stärkste Station war der Martin, der Delta Lima 9 Romeo Delta Mike mit 5,9 plus 15 in der aktuellen Runde 5,9 plus 20 ist stärker geworden das Signal. Und der Rudi der OE3 NRC mit 5,9 plus 15 bis 20. Also das waren bisher die stärksten Stationen. Der Heinz, der OE3 BHB ist ein bisschen außer Konkurrenz, der ist noch ein paar Kilometer weg von mir. Der hat mir fast die Arbeit schon mit 5,9 plus 30 und darüber weggeblasen. HI.
Das wird wahrscheinlich die letzte Runde von mir sein mit der G5RV. Ich möchte im Sommer über einen Fanti-Pool bauen für 160 und 80 Meter Full-Size. Und wie gesagt, die G5RV bleibt sicher dabei mir hängen, bis ich dann Vergeigstest habe, aber im Herbst werde ich dann wahrscheinlich mit den Fanti-Pool unterwegs sein. Gut, das war's einmal von meiner Seite und Mikrofon geht wieder zurück zu dir, Martin. Da war Osgecko 3, Alpha Papa Mike. Ja, das ist wieder Osgecko 3, Mike, kann ich retour. 5,9 plus 10 da an, da wird 5,9 plus 10 da in den Spitzen da ab, nicht etwas USB-Wege da, aber der Pole-Stationen da. Andi, ich würde vorschlagen, wie gesagt, ich mache die richtig fertig da, wenn noch weitere Stationen dann einsteigen, wie wir das letzte Mal gesagt haben, nicht dann gleich wieder im Angriff da. Ja. Gut, dann geht Mikrofon weiter zum Michael, Osgecko 3, Mike Delta Bravo, bitte. Osgecko 3, Mike Delta Bravo, ist Osgecko 3, Romeo Charlie. Michael ist nicht mehr da und jetzt Mikrofon gleich weiter zum Chaos und Waldsteigen. Osgecko 3, November, Juli. Hier ist Osgecko 3, Kilo 500, von einem schönen mein Name ist Frau, das wurde alles eingestellt. Located to Papa Feedback. Und der Anstell wurde eine Höhe von 500 Meter. Atmosphäre 590 bis 120 Prozent. Leider war die Rapport von GS5, 9 plus 10 und dritte Rücksteg ist das gleich einmal 2,1 Grad plus und am leichtesten Testen. Bitte wann das der Vierzug rausgeht, aber ich bin nicht noch mehr klar. Ja, das ist ein Osgecko 3 X-Ray, Romeo Charlie, da ist gut, da gell, vorletztes Mal Schwäche da. Aber es wird sonst da, gell, 5 und 7 da, gell, und in den Spitzen 5 und 9 hat er mal kurzzeitig zusammengebracht da, gell. Ja, möchte man dann auch im Sommer was machen, da kann ich auch einmal sagen. Was Mikrofon geht weiter zum Rudi, OE3 November, Romeo Charlie, bitte. Ja, danke schön fürs Mikrofon, OE3 November, Romeo Charlie. Mein Name ist hier Rudi. Aktuelle Temperatur 2 Grad, also nicht weit weg vom OE3 Bahnhof. Darum auch die Temperatur nicht unbedingt groß abweichend. Ja, bis auf 3 Stationen alle gehört. Ich mache es mal pauschal. Bewegt sich alles über S9. Ja, wie gesagt, die Textilima-Station, ich glaube der Martin war das mit 25 über 9. So würde man es festhängen. Lassen wir es vielleicht bei dem. Okay, der Locator ist Juliet November 78 Vivi Tango. Gerät 7300er ICOM, eingespeiste Antenne, ca. 80 Meter lang. Das war das von Seite. So die Bedingungen von meiner Seite. Es ist da einigermaßen einwandfrei von der Moderation rübergekommen. Ein Mikrofon, ein Headset, nach langem Hin und Her dürfte es doch von den Einstellungen her geschafft haben, das einigermaßen brauchbar hinzubringen. Mikrofon Retour, OE3XAC, am Ende Osgecko 3 November Romeo Charlie. Lima Whisky Alpha. Ja, gell, Leo, bist du gehört da, gell? Der Aufnehmer Osgecko 1, Lima Whisky Alpha. Okay, ich reite hinten alle, ja, gell? Also du hast das nicht. Okay, Rudi, ja, geht sehr, sehr gut von deiner Seite, 5 plus 10 da in den Spitzen. Und Moderation ist wirklich sehr, sehr schöne Moderation, da gell, ausgezeichnet. Da gratuliere und da sehr gut hingekriegt, da, gell? Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr schön Anfang, gell? Gut, Mikrofon geht weiter zum Johann, noch 30 Jahre, was da die Uniform. Die letzte 15er-Sicherung geboten. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja, mein Equipment ist so ein Kenwood 430S. Die Antenne ist eine FP4 mit Verlängerungsspule Indoor. Mit 100 Watt Ausgangsleistung. Das QTH ist der Format, das ist in der Nähe von So, schauen wir, wie das jetzt funktioniert hat. Ja, mein Automatikdschungel hat da gar nicht sehr schlecht abgestimmt, sehe du. Schauen wir, wie das jetzt funktioniert hat. Mikrofon Retour, der O3 X-Ray Romeo Charlie, bitteschön. Ja, das
das Gecko 3, X-Ray Romeo Charlie realisiert habe. Ja, ich war noch sehr gut hingehauen, 5 plus 10 in der Spitze, da etwas USB-Ker, gell. Wenn man sagst wieder runter, dann bist du wieder ans der Happy ist, gell, wirklich 5 plus 10, das sind die ganz guten Stationen mit dabei, verpflichtet mir immer wieder deine Indoor-Antenne da, gell, und diese dann passiert dann oder so, gell. Ja, passt, ja, danke. Jetzt mit davon weiter zum Hans, Gecko 3, Delta Bravo Lima. Gecko 3, Delta Juliet, 3 Lionel, der Name hier Hans, das gute Haar ist Berthold dort. Wir werden das erste Mal dabei, weil normalerweise noch im Begleiten Musikprof, aber es ist in der Mittelstraße hier noch zu den Szene natürlich nicht mehr zu lernen. Das ist sehr beweglich. Das Equipment hier ist ein IC 750. Die Antenne ist noch 70 Meter Windung, also 20 Meter überkommen. Stationen sind zunächst 6, 20. Speziell der Martin unter die Organisation. Ja, Roger, Hans, ja, freut mich, dass du mit dabei bist und warum das erste Mal, gell? Ich hoffe, das ist die letzte App. War leistig so, die ganzen Nerven wieder fortsetzen, da, gell? Da bin ich dann. Okay, passt, geht sehr, sehr gut. 5959 plus da von deiner Seite. Und Speakerphone geht weiter zum Günther. Nach Eichstätt, glaube ich, das Center Lima 3, Max, Sierra Golf, Spur B, bitte. Ja, Günther war 5 und 6 und 5 und 7 in den Spitzen, 5, 7. Bitte noch mit der Leistung, was du dir nochmal tust, glaube ich 10 Watt machst du. Günther, was du bitte nochmal die Leistung geben, Günther. Wie gewohnt aus der MTK, mein IC 7600 QRV und meiner provisorischen Antenne, den man halt der Wind immer ein bisschen durcheinander beitelt. Aber mit dem muss man leben in diesen Zeiten. So, ein paar Rapporte kann ich vergeben, oder ich mag es eher pauschal. Ich habe grundsätzlich alle Stationen gut drauf. Martin, du selbst mit 5, 9 plus 20 zeitweilig sogar mehr. Stärkste Station wäre Delta Lima 9. So, mit Charlie plus Aktivitätsrunde, hier OE3, Kilo Uniform, Sierra Strich 1. Ja, das ist wieder aus Gecko 3 X-Ray Romeo Charlie wieder Retour da, gell. Danke kurz da, gell. Natürlich schöne Grüße an die Maria Theresien-Kasterne da, gell. Das waren aber die stärksten Stationen, hat der Winter gut zueinander teilt wieder die Antenne, gell. 5 plus 20 da, gell. 5 plus 20 da, und teilweise sogar drüber, da, das ist ein Wahnsinn da. Okay, ja, bitte nicht vergessen, nach der zweiten Runde am Schluss ist dann nochmal eine CW-Aktivität, gell. Vielleicht möchte der eine oder andere nochmal eine da beim Kurstag, gell, dass er da ein paar Stationen da locken kann. Letztes Mal war es ja nicht so viel, gell. Und ja, vielleicht die CWI bitte am Kurs nicht vergessen, gell. Der wartet dann noch auf
1882 kHz da in CW. Gut, Mikrofon geht nach Erneustein zum Heinz, OE3 Bravo Hotel Bravo, bitte. Ja, das OE3 Bravo Hotel Bravo, ein starkes Grundrauschen. Ich 7300 mit der Luftantenne, Name Heinz, QTA Heidenreichstein, das mit der Andi natürlich her, die Regel zum Zeichen wie Martin übernehmen und die anderen so lesbar, schwer lesbar, aber es geht. Martin, das Mikrofon zu dir. Okay, Roger 1, ja, bist du mit 85 bei mir, 85, also eigentlich konstant 85, so ist das gleich wie vorher da. Okay, und das Mikrofon geht weiter zum Heinrich, Delta Hotel 3, Fox Bravo Tango, bitte. Der ist schon weg, das Mikrofon weiter zum Reinhard, Oscar 5, Tango Papa Mike. Danke Martin für das Mikrofon. Hier ist Oscar Echo 5, Tango Papa Mike, Name Reinhard, QTH Bad Ischl im Salzkammergut. Und ich habe hier den Tango 991 mit 100 Watt. Und die Antenne ist die große Vertikalantenne von Titanic, die V160 HD heißt sie. Die ist knapp 27 Meter hoch mit vielen Radialen im Boden. Der Nachteil ist, sie empfängt rundherum viele Störungen ein. Ich habe einen Rauspegel von S8, S9 und manche Stationen, die es nicht bis S9 schaffen, die kann ich leider nicht hören. So habe ich zum Beispiel von der 10 Watt Station, die DL3 SG, glaube ich, war das, gar nichts gehört, auch vom OE3 DPX, vom OE3 SHU, habe ich leider nichts gehört, auch vom Heinz zum Schluss jetzt OE3 BHB konnte ich nicht aufnehmen. Und die allerstärkste Station auch bei mir war die 9 RPM, der Martin da in der Nähe Flughafen München, der war 9 plus 20. Und die anderen höre ich so mit 5,9 plus 10 und du Martin schwankst zwischen 5,9 und 5,9 plus 10 hier bei mir. So, jetzt schauen wir, wie das angekommen ist. Und bei uns hat es jetzt gerade ein bisschen Schneeregen gehabt, plus 1 Grad. Und ansonsten ist bei uns aber im Tal der Schnee weg, aber oben schneit schon wieder. Hier war Oscar 5, Tango, Papa Mike für die Runde. Mike zurück an OE3, X-Ray, Romeo, Charlie von OE5, TPM. Okay, Roger, alles gut angegeben, Oscar 5, Tango, Papa Mike, ist Oscar 3, X-Ray, Romeo, Charlie. Ja, was da mit 5,9 plus 10 da in der Spitze, teilweise 5,15 da am Schluss da, gell, man kennt das natürlich mit der Vertikalantenne, ja, eine tolle Antenne, haben wir auch schon mal angeschaut, da, gell, da sieht der nächste, kennt das. Und ja, macht natürlich sicher da Spaß damit, sowas zum DXen, gell. Da einige Leute gehört, kennt da, natürlich sowas verwendet haben, gell, und natürlich da sehr erfolgreich sind, gell. Okay, gut, dann wünsche ich da einen guten DX damit und ja, wie viele DX-Verbindungen, gell, da tun wir halt so mit der G5V doch sehr, sehr schwer, wo es dann auch der Greyline ab und zu auch ganz gut geht, gell. Man glaubt nicht, was so ist, das möglich ist. Gut, Mikrofon geht weiter zum Franz Oscar 3, Fox Quebec Romeo, bitte. Oscar 3, Fox Quebec Romeo, einen schönen Abend, Martin. Du bist bei mir 5,9 plus 20. Eigentlich alle Stationen gut zum Hören, und manche Stationen kann ich gar nicht aufnehmen. Meine Conditions sind Jesu Fox Tango, DX 1200, Kelemen-Antenne, 52 Meter lang in 9 Meter Höhe, inverted Peak-Stand und 100 Watt Sendeleistung. Ja, ich möchte mich dann gleich verabschieden, weil ich habe noch ein bisschen was zu tun. Wünsche alle einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns bald wieder. Oscar 3, X-Ray Romeo Charlie von Oscar 3, Foxtrot Quebec Romeo 73. Okay, danke Franz fürs Reinmöchten, wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Abend. Danke immer fürs mit dabei sein in den vergangenen Runden und 73 da, bis bald mal wieder. Und das Mikrofon geht weiter zum Oscar 3, Bravo, Mike Bravo, bitte. Da jetzt nichts mehr und das Mikrofon weiter zum OE5 Lima X-Ray Papa, zum Hans. Ja, danke Martin, ein schöner guten Abend nochmal in die Runde. Das ist der Oscar 5 Lima X-Ray Papa, der Hans, Nähe Braunau am Inn in Burgkirchen. Locator ist Juliet November 68, Mike Foxtrot.
Und ich arbeite da mit einem alten JRC-Transceiver mit dem Juliet Sierra Tango 135, also JSD 135, 100 Watt momentan. Und die Antenne, mit der ich sende, ist ein halbes Lambda in Form von einer Windom-Antenne mit einem 1:6 Ballon. Ist aber aufgespannt mehr oder weniger über 2 Bahnen, wo dann die 2 Enden sowie eine Klampe, wie eine Klampe, die was auf die Füße steht, schaut die Antenne da aus. Und empfangen tue ich besser an der Tanzwellenschleife für 80 Meter, das ist ein Quadrat mit 20 mal 20 Meter. Beide Antennen so ungefähr in einer Höhe von 12 bis 14 Meter. Die meisten Stationen kann ich aufnehmen, mehr oder weniger. Ein paar Rapporte, was ich erwähnen möchte, sind der Oscar Echo, der Delta Lima 3, Mike Sierra Golf, QRP mit 5 und 7 aus Eichstätt, wunderbar. Und dann mit der Indoor-Antenne, da natürlich, das war auch sehr bemerkenswert, das Signal ist auch mit 5 und 7 vom Oscar Echo 3 Sierra Hotel Uniform, vom Johann Indoor mit Verlängerungsspule, eine FD4, eine Bruderantenne von meiner Antenne HI und natürlich der Martin von Münger, auf der Nahe von Münger, der Delta Lima 9 Romeo Delta Mike, Kompanie hat das stärkste Signal, wunderbar. Zurück zu dir, Martin, bitteschön. Okay, danke, Hans. Da ist gut wieder angekommen, 15 plus 20 in den Spitzentag. Jetzt sehr, sehr gut von deiner Seite. Das Mikrofon geht weiter. Jetzt zum Oscar Echo 3 Alpha Oscar, wie geht zum Alfred, bitte. Danke sehr wieder fürs Mitmachen, wieder mit dabei sein da, gell. Freut mich immer wieder. Das Sehen ist auch sehr eine treue Station da, gell. Wirklich fast immer mit dabei, oder eigentlich immer mit dabei, glaube ich, die letzten Runden da, gell. Okay, Alfred, ja, war in der Spitze 5 und 8, da, gell. 5 und 8, da warst du bei mir da in den Spitzen. Ja, Wetterbericht da kurz abschließend, dann nochmal kurz, bevor es um Leo weitergeht. Zur letzten Station einmal für die erste Runde. Bei uns in Wolfshoferamt 0 Grad genau und mittlerweile ist es Schnee geholt, wir haben es auf dem Wetter gehabt dann war 14 Tage da und jetzt ist Gott sei Dank auch weg. Ja, es hat zwar mal wieder kurz runtergeschneit, wir sind auf 900 Meter Seehöhe, aber ja, das ist natürlich da gleich wieder weg, Gott sei Dank da. Gut, dann geben wir das Mikrofon in den wilden Norden von Wien da, Oscar Echo 1, Lima Whisky Alpha, lieber Leo, bitte. Ja, danke, da ist so ein Lima Whisky Alpha. Aus dem wilden Norden von Wien, wie der Martin gesagt hat, muss mich gleich entschuldigen, ich konnte leider nicht früher einsteigen, bin da erst nach Hause gekommen. Zu den Rapporten, die ich noch mitgekriegt habe, der erste, den ich da gehört habe, war natürlich der Martin und kurz drauf der Alpha, so 8 AJK. Und alle folgenden habe ich da mitschreiben können. Martin, du bist der Stärkste mit 25 bis 25 gleichzeitig mit dem Kurt Ultrich-1 in der Maresi, wäre ja kein Wunder, ebenfalls mit selben Rapport. Schwächste Station, leider Gottes der Günther Neustedt, Delta Lima 3 Maxia Golf, aber es wundert mich nicht, das ist geschätzt, das habe ich nicht mehr anlesen können mit 4 und 4 und der Alfred, meine Vorgängerstation, der U3 AOW mit 5 und 5.
Ich muss dazu sagen, ich habe zeitweise Grundrauschen von S8, also schwierige Bedingungen im der Stadt herinnen. Station hat sich nichts verändert, der ECOM IC 7800 reduziert auf 100 Watt. Antenne Double Zap, also Dipol mit Hühnerleiter, circa ein bisschen über 40 Meter lang, eigentlich nicht für 80 vorgesehen, symmetrischer Donner am Ende der Hühnerleiter im Garten ferngesteuert vom Schäg aus. Ja, Mikrofon, Heil-Headset im Moment. Und das wär's auch schon. Martin, es geht zu dir retour, O3X Mike Charlie, die Runde, und Lima Whisky Alpha. Ja, da geht wieder Ostgecko 3, X-Ray Romeo Charlie wieder retour da, gell. Wenn Leo ist nicht zum Überhören da, gell. Hier fast wie immer da die stärkste Station da, 5,9 plus 30 da, gell. Du bist halt wirklich die stärkste Station, hab keiner da. Heute zusammengebracht auf meiner Eieruhr da, gell. Gut, dann, liebe Freunde, das war's mal gewesen für die erste Runde. Ich übergebe weiter zum Andi, OE3 Alpha Papa Mike da nach Heidenreichstein und der wird die Verabschiedungsrunde, die zweite Runde da leiten. Bitte, Andi. Ja, Roger, spricht Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie Portable, am Mikrofon der Oscar Echo 3 Alpha Papa Mike, der Andi. Besten Dank fürs Mikrofon, Martin. Ja, kurzes Resümee für die ersten Runde. Stärkste Stationen bei mir waren der Martin, Delta Lima 9, Romeo Delta Mike mit 5,9 plus 20. Dann der Rudi, der OE3 NRC mit 5,9 plus 15 bis 20. Und wie könnte es anders sein, der Leo, der Oscar Echo 1, Lima Whisky Alpha, ebenfalls mit 5,9 plus 15. Also ihr drei wart richtig gut drauf. Wo es leider nicht so gut aufnehmbar war, das war der Herbert, der Oscar Echo 3, Bravo Mike Bravo. Der war gerade so überm Rauschen aufnehmbar bei mir. Und Günther aus Eichstätt, der Delta Lima 3 Mike Sierra Golf. Also ich habe da bei mir momentan einen Grundrauschen mit 5,5 bis 5,6 und die Stationen kommen da leider nicht drüber. Gut, so, Wetterbericht bei uns aktuell, 1,6 Grad, es wird immer kälter und sternenklar, aber hat auch seinen Reiz, sage ich mal. Hi. Gut, so, dann fangen wir wieder mal von vorne an für die Verabschiedungsrunde, der 160 Meter Oscar Echo Aktivitätsrunde. Mikrofon geht zum Walter aus Gröbming. Oscar Echo 6, Sierra Whisky Foxtrot. Bitte sehr, Walter. Jawohl, danke schön fürs Mikrofon. Oscar Echo 6, Sierra Whisky Foxtrot. Entschuldigung, ich muss da eine Berichtigung machen bei der Antenne. Ich habe gesagt, meine Antenne ist die W3 DTZ. Nein, also wenn ich vorbei auf 80 Meter war, dann hat man das einfach drinnen und ja, meine Antenne ist eine K5 WZ, 2x40 Meter Dipol, gestreckt, aufgehangen in ca. 15-20 Meter Höhe. Also die geht da sehr gut. Das ist da von einem Amerikaner, ein Texaner, der hat diese Antenne da aus dem Serieweide Sound gemacht, ist wirklich ein Spitzending, holt was aus, hat da jeden Sturm bei mir da überstanden, die reißt fast vorher einen Ast runter, bevor die Antenne da reißt. Durch Berichtigung. Ja, ich habe da alle recht gut aufnehmen können, bis auf ein paar schwache Stationen. Also Eichstätt habe ich mit 5, 7 auch noch gehört, muss ich sagen. Und ein paar sind halt wirklich sehr im Rauschen drinnen gewesen. Aber der Großteil ist bei mir mit 9 und 9 plus und plus, muss ich sagen. Ja, ich wünsche noch einen schönen guten Abend der ganzen 160 Meter Runde und so 73 bis zum nächsten Mal. Das war's vom Oscar Echo 6. Sierra Whisky Foxtrot aus Tröpfing. Mikrofon retour zur Leitstation. Bitteschön. Ja, Roger, da spricht wieder Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie Portable. 5,9 plus 10, dein Rapport, Walter. Ja, wie du sagst, in unserer breiten, robuste Antenne ist Gold wert. Im Winter das Eis, im Sommer oder die Gewittergeschichten und Herbst und Frühjahr die Stürme, also das muss schon was aushalten, das Zeugs. Nein, freut mich, dass du mit der Antenne so zufrieden bist, hört sich sehr interessant an und besten Dank fürs Dabeisein, gell? Schönen Abend noch und 73.
Gut, Mikrofon geht nach Delta Lima zu Martin. Delta Lima 9, Romeo Delta Mike. Na, heute habe ich ein bisschen. Entschuldigung. Mikrofon zu dir. Ja, danke fürs Mikrofon. Hier ist wieder Delta Lima 9, Radio Delta Mexiko, Martin, Nähe Landshut, beziehungsweise zwischen Landshut und Münchner Flughafen, da drin stecke ich in etwa. Hat wunderbar geklappt, hat Spaß gemacht, konnte alle Stationen ja bis auf ein paar jetzt im letzten Durchgang hören, aber der Trend hat sich bestätigt, die wo ich am ersten Durchgang nicht gehört habe ich auch im Hauptdurchgang sozusagen nicht gehört. Ich habe vergessen zu erwähnen, meine Antenne, vielleicht interessiert das den einen oder anderen noch, das ist ein ganz einfacher Dipol, Full-Size-Dipol, nichts dazwischen, kopplermäßig oder sonst was, sondern mit Chorkabel gespeist und der Einspeisepunkt ist in 20 bzw. so 21 Meter Höhe. Ja, hat Spaß gemacht, vielen Dank dafür, schönen Abend an alle angeschlossenen Stationen, bis zum nächsten Mal und grüßt euch und führt euch hier aus Nähe Landshut. Mikrofon zu dir, Andi. Ja, Roger, das ist wieder Oscar 3, X-Ray Romeo Charlie Portable, Mikrofon der Andi, Oscar 3 Alpha Papa Mike. 59 plus 20 wieder der Rapport Martin. Ja, so ein ähnliches Setup hätte ich dann auch vor. Ich kriege einen ausfahrbaren Mast im Dachgeschoss, der jetzt dann auch am höchsten Punkt um die 20 Meter. Und von dort möchte ich eben den koaxgespeisten Dipol dann eben inverted wie oben anspannen. So, das geht dann so auf 5-6 Meter Höhe die Enden. Bin dann gespannt, ob das dann auch so gut funktioniert wie bei dir. Darf mich freuen. Danke fürs dabei sein, Martin, hat mich gefreut und entweder wir hören das oben auf der QEG, ansonsten spätestens in Herz. Besten Dank fürs dabei sein, 73. Gut, dann kriegt der Wolfgang das Mikrofon. Oscar 6, Hotel Whisky Foxtrot. Bitte sehr, Wolfgang. Ja, danke sehr, Andi, fürs Mikrofon. Ja, einwandfreie Signale hat da wieder aufgebracht. Ein paar sehr starke Stationen waren da, wie gesagt, der Martin. Der RDM 59 plus 20, der Martin einwandfreies Signal bei mir auch. Aber auch von Wien, der OE1, Lima Whisky Alpha, glaube ich, war das sehr starkes Signal. Da ist beim Martin nichts nachgestanden, einwandfrei funktioniert das Ganze. Und die QRP-Station, was jetzt das Rufzeichen haben, hat da gehabt bei mir 5-7, also hat einwandfrei noch auszulesen können, da im steirischen Enstall, umgeben von den Bergen. Ja, ich war selber heuer im Winter sehr viel QRV auf 160 Meter, ist ein tolles Panzer, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, man hat auch sehr gut funken, gell? Gut, Andi, Mikrofon wieder zu dir, hier war OE6 Hotel Whisky Fox. Ja, Roger Wolfgang, Rapport für die, 5,9 plus 10, hat sich gesteigert, erster Durchgang war 5,8 bis 9, zweiter Durchgang 5,9 plus 5 und aktuell 5,9 plus 10, also geht richtig gut und man merkt da wieder, dass das 160 Meter Band umso später es wird, umso besser wird. Ja, normal habe ich da Grundrauschen mit 5,3, heute ist ein wenig Ausnahme mit 5,5 bis 5,6 und mir gefällt das Band auch ganz gut. Wir haben es auf der 160 Meter beim Notfunk-Rundspruch gesehen im Jänner. Bei 80 Meter und immer zu sein, dass du eine QEG kriegst und dass nicht von alle Seiten rundum und um gelagert wird und auf 160 Meter ist das so schön ruhig und flüssig gegangen, das war richtig schön. Wolfgang, besten Dank fürs Dabeisein, schönen Abend noch und 73. Gut, so, Mikrofon geht jetzt zum Helmut, Oscar 3, Hotel Charlie Bravo. Schönen Gruß an die Monika. Ja, danke schön fürs Mikrofon, da ist OE3 Hotel Charlie Bravo. Ja, ich habe vorhin vergessen, mein QTH zu sagen, gell? Mein QTH ist nördliches Waldviertel, Bezirk Waldhofen an der Teer und die Ortschaft heißt Dietmanns. Delta, India, Echo, Mike, Alpha, November, Sierra. Ja, das ist ein QTH und ja, die Antenne habe ich schon gesagt, der Kellermann, 40, 60, 80 Meter, ja, und die Stationen kommen durch mit schon über S9, ja, teilweise 9 plus 20, 25, ja, du Andi bist in die Spitzen, klatscht schon fast auf die 30er, gell.
ist ein Wahnsinn. Also ich muss sagen, dass die 160 Meter Band geht wirklich sehr gut und die Signale sind stabil und so weiter. Ja. Beta-Station habe ich fast nicht verstanden, tut mir leid. Ja, aber da würde mich noch eins interessieren, die Station da aus Bad Ischl, ob ich da richtig gehört habe, FD101. Ja, das war ja Oldtimer mit Röhren. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht verhört habe, weil normalerweise ich habe auch so einen und der lässt da immer davon, gell. Also ist schwierig da oder beim Senden oder hast du irgendeine Stabilisation eingebaut. Aber das wirst du dann sagen, wenn du da drankommst. So, dann geht das Mikrofon wieder weiter zum Andi. OE3 X-Ray Romeo Charlie für die Runde OE3 Hotel Charlie Bravo. Ja, Roger, spricht wieder Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie Portable, Mikrofon der Andi, Oscar Echo 3 Alpha Papa Mike. 5,9 plus 5 bei mir, Helmut. Funktioniert tadellos, haut richtig gut hin. Hat mich gefreut, dass du dabei warst und ich hoffe, der OM kann dir dann noch Auskunft geben, wenn er dann dran ist und wünsche dir und der Monika noch einen schönen Abend, gell? 73, danke fürs dabei sein. Okay, als nächstes kriegt der Alfons aus Wolfsberg das Mikrofon. Oscar Echo 8, Alpha Juliet Kilo. Bitte sehr, Alfons. Ja, danke schön, Adi. Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie, Oscar Echo 8, Alpha Juliet Kilo, Retour zum zweiten Mal. Ich habe mit Ausnahme von Günther in Eichstätt, der liebe Günther, leider, dich habe ich nicht mehr lesen können. Muss aber dazu sagen, ich habe einen Neuesfloor von S5 bis S7 zwischendurch gehabt, gell? Zwischendurch sehr, sehr stark, also ein Neuesfloor. Wir haben ja Stationen mit Q5, Rapport 8 bis 9. Der Leo, ich weiß nicht, was unsere zwei Antennen haben, auf jeden Fall, ich habe dich lesen können mit 10 in den Spitzen mit 15, gell, über 9. Also OE1 Lima Whisky Alpha aus dem wilden Norden, der kommt bei mir eigentlich immer der stärkste Station an. Und wie gesagt, alle anderen Stationen lesbar. Bedanke mich, wünsche einen schönen Abend und eine tolle Sache. Und ich habe bis jetzt bei mir, da ist zumindest ruhiger geworden. Der Rauschpegel ist zurückgegangen. Mikrofon für die, Andi. OE3 X-Ray Romeo Charlie, Wolfshoferamt, Alpha Juliet Kilo. Ja, Roger Alfons, hier spricht wieder Oscar Echo 3, X-Ray Romeo Charlie, Portable am Mikrofon Oscar Echo 3, Alpha Papa Mike. 5,9 plus 15 Rapport. Letzte Runde war 5,6 bis 5,8, das war mit ordentlich QSB. Momentan wieder sehr stabil das Ganze, das Rauschen, wie du sagst, ist auch wieder ein wenig zurückgegangen und hat eigentlich tadellos hingehauen. Ich habe davor bei mir am SDR geschaut, da habe ich ich habe einen externen SDR-Transceiver verbunden, also der Rauschpegel, der war von 1820 bis 1920, also über das komplette Spektrum da oben. Und Gott sei Dank ist er ein wenig zurückgegangen. Besten Dank fürs dabei sein und ich freue mich, wenn wir Sie wieder hören, gell? 73, Servus. So, als nächstes kriegt der Christian das Mikrofon. Oscar Echo 3, Charlie Quebec Bravo. Ich hoffe, du bist noch nicht davor, Hagi. Ja, Roger, servus Andi, ebenfalls, gell. Also der Signal ist da plus 20 ständig, also das ist jetzt da schon sehr gut in die Höhe gegangen. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, da in der Eile des Aufbaus, gell, habe ich vergessen, die Mantelwehre-Sperre da mit einzuschleifen, gell. Das bin ich erst dann drauf gekommen, das habe ich jetzt natürlich nachgeholt. Dadurch ist das natürlich eine verbesserte Situation jetzt geworden, gell. Nein, es ist halt in Grenzen, gell, ich habe jetzt gerade den Motor gestartet gehabt, dass das ein bisschen warm wird, aber es hat nicht viel geholfen, HI. Was mich sehr verwundert hat, gell, der Rudi, der OE3 NRC, gell, also wirklich eine super Modulation gehabt mit dem Mikrofon und vor allem er war in die Spitzen da bei 20 über 9 bei mir, gell. Also es war sehr gut aufnehmbar mit dieser eingespeisten Antenne da, was er mir eingeschickt hat, gell, was jetzt genau weiß, wie sie aufgebaut ist, also die funktioniert da, Entschuldigung, sehr gut zu mir, also wunderbar. Ja, ich möchte noch Danke sagen, gell, für die runden Gestaltungen generell überhaupt in der vergangenen Zeit auch. Das hat mich ja eigentlich dazu bewogen, dass ich da diesen Dipol
für 160 Meter da heroben aufbaue, gell, und dass ich da auch gelegentlich in der Nacht, gell, das, der Andi hat das schon gewusst, einmal rauffahren und Funkaktivität mache auf 160 Meter. Und natürlich auf 80 habe ich es auch schon sehr gut genossen da herum, gell. Und das ist nur durch diese Runde passiert eigentlich, kann man sagen, gell, weil ich da mit dabei sein wollte, gell. Und da sage ich einmal danke für die ganze Rundegestaltung. Ich weiß, da steckt eine Arbeit dahinter und vieles andere auch noch dazu, dass man sich die Zeit überhaupt nimmt, gell. Passt, und das ist jetzt einmal von der Verabschiedung von mir. Ich wünsche die ganze Runde mit 73 und danke, dass es so gut geklappt hat die letzten 3 Mal, was jetzt dabei war natürlich. Gell? Oscar Echo 3 X-Ray Romeo Charlie und hier war Oscar Echo 3 Charlie Quebec Bravo. Ja, Roger, das ist wieder Oscar Echo 3 X-Ray Romeo Charlie Portable, Mikrofon Randy, Oscar Echo 3 Alpha Papa Mike. 5,9 plus 10 der Rapport, Christian. Ein bisschen dünn die Modulation, aber alles klar aufnehmbar. Guten Tipp, quatscht mal mit Rudi, mit Oscar Echo 3 November Romeo Charlie zusammen. Der hat mir beim 7300er auch einiges weitergeholfen, wie ich ihn testweise da gehabt habe. Also in puncto Einstellung von vom Audiosignal, da ist der top drauf. Also man hat es auch gemerkt heute. Du hörst es dann eh wieder. Aber sonst, Christian, tadellos und in puncto Rundenleitung, ich bin froh und auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das da mitmachen darf. Bei der 160 Meter OE Aktivitätsrunde macht wirklich einen Spaß und ich hoffe, dass wir das so beibehalten. Schauen wir mal, wie es im Herbst dann weiterläuft. Gut so, dann kriegt als nächstes der Karl das Mikrofon. Oscar 3 Kilo November Uniform. Bitte sehr, Karl. Hier ist Oscar 3 Kilo November Uniform. Schönen guten Abend, Andi. Hoffentlich ist es keine Schnelligungen bei uns. Bei uns haben wir 2 Grad zur Zeit gut. Ja, sonst Andi, ich arbeite immer mit der alten Telemann-Antenne. Es ist zwar nicht besonders gut noch, aber gestern haben wir einen Sturm wieder gehabt am Abend. Jetzt habe ich wieder reingerichtet müssen. Das Ganze werden wir doch aber im Sommer durchhalten, wenn wir irgendwas unternehmen mit meiner Kinderfrau. Wir werden die einmal irgendwie schauen, ob wir die aufbringen. Ja. Danke nochmal für die Übertragung, dass du den Rundenleistung übernimmst, das zweite Teil. Du machst sehr, sehr gut, auch 5 plus 10 kommst du bei mir an. Ich gebe das Mikrofon da durchsortieren, Oscar 3 X-Ray Romeo Charlie Portable und am Ende war OE3 Kilo auf dem Uniform. Delta Lima 2 Kilo Tango Radio, Delta Lima 2 Kilo Tango Radio. Delta Lima 2 Lima Tango Radio, ist das richtig? Negativ Delta Lima 2 Kilo Tango Radio. Ich wiederhole Delta Lima 2 Kilo Tango Radio. Der Name ist Thomas, der Standort Ruppolding in Chiemgau. Gehört zum Ortsverband Braunstein, Charlie 16, Braunstein. QTH, Juliet, November, 6, Juliet, Hotel Terra, hier für Ruppolding. Mikrofon zurück. Ja, Roger, spricht Oscar 3, X-Ray Romeo Charlie Portable, am Mikrofon der Andi, Oscar 3 Alpha Papa Mike. Wir haben da eine 160 Meter OE Aktivitätsrunde. Schönen guten Abend, Thomas. Wenn du nichts ausmachst, ich reite hinten an und rufe dich dann später nochmal auf. Es sind so, sagen wir mal, 8 Stationen sind da circa noch vor dir. Ist das okay für dich? Ja, kein Problem, ich höre gut und ich freue mich dann, wenn ich da bin. Aber lass mich Zeit, das heißt ganz gut. Passt, Thomas. Besten Dank. So, der Mikrofon ist wieder Oscar 3 X-Ray Romeo Charlie Portable. Nur mal ganz kurz zurück zum Choral. Alles bestens angekommen, Choral. 5, 9 plus 10. Dein Rapport um einiges besser wie die vorherige Runde. Da war ordentlich QSB, war auf allen Stationen und hat eigentlich tadellos hingehauen. Wünsche dir und der Anneliese noch einen schönen Abend und hab mich gefreut, dass du dabei warst. Gell? 73, Servus. So, und als nächstes kriegt der Rudi das Mikrofon. Oscar 3, November Romeo Charlie. Bitte sehr, Rudi. Ja, okay. Danke, OE3 November Romeo Charlie. Retour. Ja, danke. Ich möchte mich Christian natürlich anschließen. Danke für die Aktivität generell am Band. Die Rundeninitiation und so weiter und so fort. Natürlich hat es den Aufwand an Zeit und was da herum passiert und geschehen muss. Das wird ja vielleicht auch mal gesagt. Jetzt freuen wir natürlich dann schon den Herbst, allerdings möglicherweise mit einer anderen Antennenkonstellation, da werden wir mal schauen, was ich da auf die Füße stelle. Okay, irgendwo ist da was gefallen von einem Weidezahn und so weiter und so fort. Der Martin, weiß ich nicht, wird vielleicht grinst haben im Hintergrund, das haben wir schon vor Jahren praktiziert
auf dem Filde. Also die Antenne liegt noch im Keller, wenn er Interesse hat. Also allerdings zu beachten, da haben wir diesen Cloud-Wärmer gemacht und ja, die müssen mal wieder mal aufhängen, würde ich mal sagen, bei Gelegenheit. Oder vielleicht findet es irgendwo anders am Platz. Gut, das ist das gewesen von mir. Danke nochmal, schönen Abend an alle Stationen und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne 73 da von mir, Oscar Echo 3 November Romeo Charlie, Mikrofonretour, Andi. Und danke an dir für deine Bemühungen. Ultra XRC Portable, bitte Andi. Ja, Roger, spricht der Oscar Echo 3 X-Ray Romeo Charlie Portable, am Mikrofon der Andi, Oscar Echo 3 Alpha Papa Mike. 5 bis 20 der Rapport, durchgängig durch alle Runden, teilweise ein bisschen schwächer mit 5 bis 15, aber tadellos aufnehmbar und wie gesagt, erstklassige Modulation, also das hat wirklich super gebracht. Ja, Punkt der Rundenleitung, überhaupt kein Problem nicht, macht man natürlich gern. Natürlich, Martin und Marion, die hängen sich da immer fest ein, ist überhaupt den Martins Baby, die 160 Meter, hohe Aktivitätsrunde und wie gesagt, ich bin froh, dass ich das da ein bisschen mithelfen kann und dass ich Martin da ein wenig unterstützen kann in die Richtung. Danke nochmal für dabei sein, Rudi, und schönen Abend noch. 73, Servus. Und Mikrofon geht zum Johann. Oscar Echo 3, Sierra Hotel Uniform. Bitte sehr, Johann. Ja, das ist Oscar Echo 3, Sierra Hotel Uniform. Schönen guten Abend, Andi. Ja, geht von deiner Seite ganz toll. Es wird ja immer besser, mit 20 über 9 bist du da. Ja, ich war eigentlich mit den meisten, also den Gros der Stationen überhaupt kein Problem. Es sind nur ein paar, so die Station Reichstätte, das ist kaum lesbar, wo es andere geht da ganz passabel. Wie gesagt, die Delta Lima 9, der Romeo Delta Mike, ein Wahnsinn mit 30 über 9. So, der Kurt ebenfalls mit 20 über 9. Wo ebenfalls liegt nur ein ebenfalls mit 20 naja. Überhaupt keine Probleme. Gut, das wäre dann auch von meiner Seite. Ich sogar danke, ja, das mit der 160 Meter Runde, die ist sehr interessant. Ist eine ganz tolle Sache. Gut, Mikrofon, die 73 rundherum, Mikrofon Retour zu OE3 XRC Portable. Andi, bitteschön. Ja, Roger, da spricht der Oscar Echo 3 X-Ray Romeo Charlie Portable. Ja, Johann, was soll ich sagen? 5, 9 plus 5 in die Spitzen plus 10, geht tadellos. Wie die anderen auch schon gesagt haben, es verblüfft mich immer wieder, der Indoor-Antenne, dass das so super geht. Ich habe es leider bisher nur auf Fotos gesehen, muss wirklich mal bei dir vorbeischauen und freut mich auch, dass die letzte Sicherung doch durchgehalten hat, dass du die komplette Aktivität mitmachen hast können. Wünsche dir und deiner Frau noch einen schönen Abend, gell, und freue mich, wenn wir sie wieder hören. Schönen Abend noch, Johann. 73, servus. Und als nächstes kriegst du ein Hausmikrofon, Oscar Echo 3, Delta Juliet Lima. Bitte sehr, Hans. Ja, danke vielmals. Andi, seit Ich bedanke mich herzlich bei den Stationen, wünsche einen schönen Abend und vielleicht klappt es wieder mal von der Seite aus. O3 Portabel, O3 Nationale. Ja, Roger, das ist wieder Oscar Echo 3 X-Ray Romeo Charlie Portable, Mikrofon der Andi, Oscar Echo 3 Alpha Papa Mike. 5,7 bis 5,9 der Rapport, war ein bisschen schwankend, zum Schluss vom Durchgang war es besser. Ja, bei uns aktuell 1,4 Grad plus im Waldviertel im nördlichen Niederösterreich. Ich hoffe, dass es, wie du sagst, nicht auch noch wieder wird. Bei uns blüht zwar noch nichts, aber ich hoffe für die, dass nicht noch wieder wird, weil ich kenne das von meinen Nachbarn, die zittern da jetzt mal die mädliche Obst haben und das ist dann aber mordstraurig, wenn es dann kein Ernte was unter dem Jahr. Alles Gute noch, 73 und danke fürs Dabeisein. Servus. Gut so, schauen wir mal, ob der Günther aus Eichstätt da ist. Kurze Bitte noch, ich glaube, ich werde wahrscheinlich nicht aufnehmen können, wenn man dann verballieren kann, sollte dann mit dem Durchgang fertig sein. Delta Lima 3, Mike Sierra Golf. Bitte sehr, Mikrofon zu dir. Also in Landshut ist er nicht mehr zum Hören.
schaut so aus, wenn der Günther nicht da war. Kann er irgendwer aufnehmen? Negativ. Na passt, dann gehen wir zur nächsten Station, zum Kurt, Oscar 3 Kilo Uniform Sierra. Bitte sehr, Mikrofon zu dir. Roger, Andi, danke. Ich habe eigentlich nur mir zu vermelden, dass ich am Ende dann, wie besprochen, Standby bin und wir alle Rufzeichen, die ich höre und nennen, die hören und lesen kann, werde ich dann einfach nennen und ins Mikrofon sprechen. Ja, und bis soweit am Ende bedanke mich fürs nette HSO, für die nette Runde, für die Rapporte, die ich gekriegt habe. Und wunderbar, danke für dein tolles Wirken als Leitfunkstelle Notverräter. Du kriegst 99 Punkte von mir, Andi. Der Martin natürlich auch. Und 100 Punkte kriegt nur die Marion. In diesem Sinne, 73 und ja, bis später. Hier war OE3 Kilo Uniform Sierra Strich 1. Und das Mike geht zu dir, OE3 Alpha Papa Mike, Andi noch Heidenreich stehen. Bitteschön. Ja, Roger, spricht wieder auf Echo 3 X-Ray Romeo Charlie Portable am Mikrofon der Andi auf Echo 3 Alpha Papa Mike. 5,9 plus 10 der Rapport, kurz geht's tadellos wie immer, trotz windgebeutelten Antenne HI. Ja, danke für das Lob, ich tue, was ich kann. Wir sind ja jetzt so 15 bis 16 Monate lizenziert und so die Zeit erlaubt, schaue ich, dass ich immer was mache und die Sonntagvormittagrunde tragt natürlich im Teil dazu bei, dass man da ein bisschen routinierter wird in der ganzen Hinsicht. Danke nochmal, dass du die TV-Station am Ende übernimmst und ich werde dir dann das Mikrofon übergeben, wenn wir mit der Runde durch sind. Gut, so viele Stationen sind sie dann eh nicht mehr. Gut so, als nächstes kriegt der Heinz mit Mikrofon. Oscar 3, Bravo, Hotel Bravo. Bitte der Heinz, Mikrofon zu dir. Bravo, Hotel Bravo, für die Ehren die Runde, wünsche guten Nachwärtsam und danke für die Rundenleiterin und die Rundenleiter. Gut, ich werde CW nicht kommen, weil er macht Mandel bei Ferrari bei CW, weiß nicht warum. Und das war's. Mikrofon zum Andi, bitte sehr, 3 BRB. Ja, Roger, spricht wieder auf Gföhl 3 X-Ray Romeo Charlie Portable. 5,9 plus 30, kleiner Port 1. Aber Bodenwelle, Vollgas, also da hat man fast die Ohren, sage ich mal. Dir und der Militär schön oben noch, gell, und danke fürs dabei sein, hat mich gefreut. 73, servus. So, dann muss ich mal kurz umbauen. Gut, so, Heinrich ist weg, kriegt der Reinhard das Mikrofon. Oscar Echo 5, Tango Papa Mike, bitte sehr. Danke, Andi, das ist wieder OE5 Tango Papa Mike. Den Heinz, den du gerade mit 5,9 plus 30 gehört hast, habe ich leider gar nicht gehört. Also, aber die meisten Stationen habe ich jetzt gehört beim Durchgang. Es hat sich gebessert, die Bedingung. Und du bist von 5,9 plus 10 auf 9 plus 20 angestiegen, Andi. Und, dann die Frage das war, glaube ich, der OE6 SWF, glaube ich. Hast dich leider verhört, lieber Heim. Ich habe nicht den FD101, sondern den 991, den Fox Tango 991, also einen viel neueren HI. Und also nicht den 991A, sondern den Fox Tango 991, den habe ich zur Erklärung. Den alten ausschließlich 70er, 80er habe ich leider nicht, den Röhrengerät. Ja, und sonst die meisten Stationen habe ich sehr gut gehört. Nur wie gesagt, den OE3B Hotel nicht und den OE3BHB nicht. Und, aber die anderen waren immer so 5,9 und am stärksten war wieder die Station in der Nähe Flughafen München. Aber auch der Leopold, der OE1 LWA war sehr gut bei mir mit 9 plus 15 und du mit 9 plus 20, Andi. Und Temperatur in Bad Ischl 1 Grad jetzt genau. Und mir macht es nichts, wenn es kälter wird, aber wenn es warm wird, Frühling wird, habe ich auch nichts dagegen. Gut, das hat mich sehr gefreut, habe mich sogar erfreut gesehen, dass so viele Stationen da drauf sind, auf der 160 Meter Runde. Und mich freut es natürlich auch, dass es funktioniert hat, auch von meiner Seite. Andi, danke für die gute Rundenführung, verabschiede mich von alle 73, gute Ex und schöne Grüße aus dem Salzkammergut. Und hier war OE5, Tango, Papa Mike, Reinhard aus Bad Ischl. Cheerio. Ja, Roger,
spreche wieder Aufgenommen 3, X-Ray Romeo Charlie Portable, Mikrofon der Andi, Aufgenommen 3, Alpha Papa Mike, 59 plus 10 der Rapport, Reinhard. Nur kurz zur Info, der Heinz, der Aufgenommen 3, Bravo, der wohnt so 2-3 Kilometer weg von mir und das ist, ich sage mal, der Fall aus der Wertung aus, was ein Rapport geht meiner Seite her. Vielen Dank noch für die Rapporte deiner Seite her und hat wirklich tadellos funktioniert und freut mich, wenn wir sie wieder hören. Schönen Abend so, 73, servus. Gut, so kriegt Hans als nächstes das Mikrofon, Aufgenommen 5, Lima X-Ray Papa, bitte sehr. Ja, danke schön. Du wollte mich auch natürlich herzlich bedanken, dass die Runde gibt da und diese Aktivitätsrunde, wo ich mir auch gern die Mühe mache, hier die Antenne aufzuziehen, die wo sie im Sommer wieder weg wegen Blitzfang, wie man sagt, gell. Das war eine ganz tolle Sache, dass da so viele kommen. Eine ganz nette Angelegenheit. Allen 73 und ein schöner guten Abend und ein gutes Umgekommen über den Sommer, einen Herbst, wo wir uns hoffentlich wieder treffen. 73, danke nochmal so euch drei da für die Rundenleitung. Bitte zurück zu dir, Andi. Ja, Roger, da spricht der Aufgenommen 3, X-Ray Romeo Charlie Portable, 5 plus 10 der Rapport. Ja, von meiner Seite aus kein Problem, besten Dank für das Lob, gell, Punkt der Rundenleitung. Mir macht es auch immer viel Spaß und freue mich, wenn wir sie im Herbst dann wieder hören. Termine werden wieder zeitgerecht aufgeschrieben bei uns auf der Homepage www.amrs-waldviertel.at. Wiederhole www.amrs-waldviertel.at. Und wer den Martin kennt, der schreibt sicher wieder kleine Berichte für die QSB, dass man da dann auch immer wieder am Laufenden ist. Danke fürs Dabeisein und schönen Abend noch. Hans 72, servus. So, der Mikrofon geht zum Leo in den wilden Norden. Aufgenommen 1, Lima Whisky Alpha. Bäriges Signal übrigens vom vorigen Durchgang von meiner Seite her. 5915. Mikrofon zu dir. Ja, danke. Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es so gut geht, obwohl die Antenne eigentlich nicht dafür vorgesehen ist. Aber natürlich mit kleinen Hilfsmitteln, Zusatzedel und Zusatz-C funktioniert eine symmetrische Tuner und kann auch Lotzeit anpassen. Freut mich, dass es so gut geht. Rapport haben sie etwas verbessert. Der Karl war 5,8, alle 3 Kl und es ist 595 und so in der Richtung geht es weiter. Günther leicht etwa nicht mehr zu hören. Wer ist noch dazugekommen? Vom OS6 her Whisky Fox vom Walter über Martin, Wolfgang, Helmut aus Dietmanns wurde über 5 und 9, ebenso der Delta Lima 2 Kilo Tango. Radio der Thomas aus Ruhpolding, alles im grünen Bereich. Ja, ich darf mich verabschieden. Ich bin nur den genauen Standort schuld. Das ist Floridsdorf, genau gesagt Jedlersdorf mit dem QTA-Kenner JN88 Eco Golf. Direkt nehmen wir von Schubbahnhof Jedlersdorf, mit denen ist so überhaupt kein Freitag. Wird mich freuen, euch schon wieder zu hören im Herbst und ein Teil daher ja da schon wieder am Freitag bei der 80 Meter AMRS-Runde. Danke, Andi, für die souveräne Rundenführung, ebenso dem Martin und der Marion natürlich und bis im Herbst, wo ich 3 Jahre von Papa Mike die Runde, euer Lima Whisky Alpha. Ja, Roger spricht Aufgenommen 3, X-Ray Romeo Charlie Portable, Mikrofon der Andi, Aufgenommen 3, Alpha Papa Mike. Rapport für die Leo 5,9 plus 15, wieder tadellos wie immer, also echt super. Ja, AMRS-Runde hören wir seit der Woche wieder am Freitag. Ich habe der Woche Nachmittagsschicht, fahre erst um 5 Uhr ins QL und dann nehmen wir natürlich die Zeit, dass ich da am Vormittag bei der Runde dabei bin. Ich freue mich, wenn wir sie da schon wieder hören. Danke fürs Dabeisein und bis Freitag, danke. 73, servus und einen schönen Abend noch. So, die letzte Station bei mir auf der Liste ist die Delta Lima Station, die was ja da zum Schluss reingehört hat. Und das Mikrofon geht nach Deutschland zu Delta Lima 2 Kilo Tango Romeo zum Thomas. Bitte sehr. Ja, herzliche Grüße von mir, von Delta Lima 2 Kilo Tango Radio. Der Name ist Thomas, der Standort in Rupperdingen. Ich gebe da herzliche Grüße an die
in Waldviertel und an alle angeschlossenen Stationen. Ich freue mich, dass ich hier auch reinkommen darf. Also ich fand es sehr gut. Ich habe hier ein Depot mit 2x27 Meter, die Sendeleistung 180 Meter ist angespeist über einen symmetrischen Tuner und Tunerleiter. Also ein Kilowatt TS 480 ist das Gerät. Mal zur Vorstellung von meiner Seite her. Und ja, ihr habt eine schöne Runde gemacht, das freut mich. Und macht weiter so. Das ist eine schöne Sache, wenn da einige mit dabei sind. Gut, dann habt ihr. Ja, Roger Thomas, spricht wieder auf GK3 X-Ray Romeo Charlie, Portable, Mikrofon der Andi auf GK3 Alpha Papa Mike. Ja, besten Dank, dass die Einheit tut, sie freuen sich immer wieder über neue Stationen und wie gesagt, das 160 Meter Bundle ist ein schönes Bundle, aber es leider nur über den Winter, über die paar Monate richtig gut funktioniert, aber es macht immer einen Heidenspaß und hat mich gefreut, dass die Einheit tut. Ein Part für die hat ein bisschen geschwankt zwischen 5,8, 5,9 bis 5,9 plus 10. Ganz kurz noch, was interessiert, zu meiner Seite, ich arbeite da mit einer G5 RV, Fullsize mit 63 bis 64 Meter und ein Jesu FTD X3000, die mit 100 Watt Ausgangsleistung. Thomas, besten Dank fürs Dabeisein und 73 haben einen schönen Abend noch. Servus. Ja, danke. Allen noch 73 und auf Wiedersehen. O3 X-Ray Radio Charlie, beziehungsweise O3 Alpha Delta Mike, hier ruft noch O3 Fox Charlie. Oscar Echo 3 Foxtrot Charlie, Mikrofon gleich zu dir. Ja, schönen guten Abend, servus Andi. Ja, ich habe das so die ganze Runde abgewartet, alle 2 Runden. Bin erst um 20 Minuten nach 8 zur Station gekommen und wollte dann nicht mehr stören in der Runde. Wenn ich die warte, weil ich bin nicht da in der Werkstatt, da erwartet das leicht, bis alle fertig sind. Gell? Ja, die Stationen sind heute alle sehr, sehr gut angekommen. Am wenigsten hat noch der OS3 die Schule Limmer gehabt mit 5,5 und seitdem 3 MSG mit 4 und 5. Aber ansonsten, ja, der Heinz, der BHP 5,3 bis 5,5. Jetzt im zweiten Durchgang war das sogar etwas besser. Aber sonst sind alle durchschnittlich mit 5,7 bis 5,9 gekommen, du mit 5,9 plus. Und die OE1-Station, glaube ich, der Kurt, der auch mit 5,9 plus, O3 grau ist. Ja, das waren so ziemlich die stärksten Stationen. Ja, Station von meiner Seite ist, weiß ich, glaube ich, der Chef ist da dabei gewesen. Das ist eine kommerzielle Station von Kanti, Schiffsfunkstelle und ich habe da kein Netzmeter, ich habe eine 100% Anzeige, im Fahrgradanzeige, keine Köpfe und nichts, das ist halt mit Folientastaturen zum Bedienen und ferngesteuert. Ich fahre momentan nur mit 100 Watt, ich könnte mit 400 fahren, so das wäre dann mit 400 Watt, aber das ist ja nicht erlaubt, oder? Antenne ist eingespeister Draht mit 1:49 Ballon, alles überbaut. Die Antenne ist 27 Meter lang gespannt und da macht einen rechten Winkel. Das ist dann der Rest drauf und für 160 Meter habe ich es verlängert mit einer Spule und auf 90 Meter der Henry und ca. 5 Meter Großen aufhängen. Das war der optimale auf 1882. Antennenhöhe ist maximal 6 Meter. Ja, und ich habe die Stationen kommen alle interessanterweise sehr, sehr gut an. Name ist Veranstaltet, gute Herr, will jetzt gut, habe ich vielleicht vergessen. Die 3 BAB-Mikrofon. Schnaps kein Mikrofon. Ja, Franz, ich freue mich, dass du gehört hast, gell? Ich hoffe, dass mit der Crew bei der Gratulation von der St. Polizei mitkommt. So, das war's. Andi, danke sehr, dass du eingeladen hast. Ja, servus, Ernst, grüß dich. Freut mich, dass ich dich auch mal höre. Jetzt habe ich den Heinz gut gehört. So, das ist der Oscar 3 X-Ray Romeo Charlie Portable. Ja, bin ich alleinig. Danke für deine Meldung, Franz. Abort für die 5,9 bis 5,9 plus 10 in die Spitzen. Danke nochmal für die Stationserklärung, gell? Und wünsche dir auch noch einen schönen Abend und freut mich, wenn wir sie wieder hören. So, bin jetzt einmal durch mit der Runde.
Ich darf mir sagen, bevor ich ihn kurz fürs CD gebe, gebe ich nochmal das Mikrofon kurz zum Martin zurück, weil er durch die letzte Runde im Frühjahr ist, geht er dann doch vielleicht nach der Sommerpause erst wieder weiter, dass er vielleicht auch noch ein paar Worte sagen kann. Ich möchte auf jeden Fall recht herzlich bei alle bedanken. Danke nochmal für das Lob. Hört man Lieb haben wir natürlich immer gern, wenn man was macht und sich da einsteigert und das kommt dann gut an und es funktioniert. Natürlich auch über Kritik. Und ja, es hat wieder recht einen Spaß gemacht, aber die Bedingungen zwischendurch ein wenig geschwankt haben. Und ich hoffe, es hat jetzt soweit hingehauen und freue mich schon wieder aufs nächste Mal im Herbst. So, Mikrofon von Martin und das war es einmal von meiner Seite. 73, Servus an alle und Mikrofon an X-Ray Romeo Charlie. Bitte sehr. So, also der Gecko 3 X-Ray Romeo Charlie, jetzt wieder sagen, dass der Nähe verpasst hat, Gerbsitz. Mikrofon auf Gecko 3 Echo Mike Charlie. Ja, mich darf ich dir nochmal bedanken für die tadellose Rundenführung da, Andi, gell. 5 plus 30 jetzt notiert jetzt die Serie gut ausgebildet so jetzt, gell, und ja, das Signal ist dann jetzt fast mehr als 10 dB angestiegen, da geben wir das dann schon kennt, genau bei der Übergabe so beieinander ist es dann wirklich so um einiges besser geworden da, gell. Aber für das haben wir auch die Runde jetzt vielleicht ein bisschen länger ausgedehnt und ja, das haben wir so ein bisschen testen auch, gell, wie es ausschaut. Für das haben wir so in die Welt gerufen da, gell. Ja, Interesse besteht da, gell, und daher glaube ich, ich kein Negatives, dass wir das im Herbst wieder weiterführen, wie der Herr Andi gesagt hat, wir werden es wieder von auffahren da. Und 8. November werden wir da wieder die nächste Runde da starten da. Ja, ich möchte alle bedanken für das Mitmachen in den letzten Runden. Da sind wir so fleißig mit dabei, dass wie gesagt, das Interesse man besteht, wie wir das weitermachen. Gell. Und dann einmal Applaus sollte, ja, man muss nicht unbedingt aufrechterhalten da, gell. Aber es ist gegeben, ja, glaube ich. Und danke nochmal da, 73 wünsche ich da auch eine schöne Zeit, gell. Der eine oder der andere her ist sowieso wieder da, gell. Und ja, was ich auf 160 her, dann würde mich wieder freuen, da im Herbst euch wieder zu treffen, da, gell. Gut, ja, zu dir kurz nach, vielleicht mache ich ganz eine normale CW-Runde da, gell, würde ich mal vorschlagen, da. Ich glaube, das ist eher passend da, gell. Ist nicht so wie beim Notfunk-Rundspruch, da, gell. Ganz normal Sekurruf in CW, da, gell. Und bitte die CW-Stationen bitte am Fuß nicht vergessen, gell. Ein Wort da. Gehen Sie da noch ein zurück, da wird man da einmelden, da noch kurz, da, gell. In CW, da, wir bleiben da auf der Frequenz auf 1882 kHz, da, gell. Und dass wir da auch noch in CW bestätigen, dann ist die OE 160 Meter Runde, da ich sagen, ja, haben wir genug getestet, da nur Betrieb zu lassen. Gut, danke Nummer 73, keinen oben. Und bis bald wieder hier auf Echo 3. X-Ray Romeo Charlie, Mikrofon auf Echo 3, Echo Mike Charlie, übergebe am Kurzwahl 3, wieder von Vera zur CW-Runde. Ja, Roger Martin, alles gut angekommen. Ich gehe dann auf Betriebsrat CW und werde mal eine Aussendung machen. Schauen wir, wer da antwortet und Rapporte austauscht. Und du vergiss nicht, morgen ist 19. und du JCC feiern. Ja, in diesem Sinne, schönen Abend, 73, Gruß noch an die Marion und bis zum nächsten Mal. Hier war OE3, KUS-1.
Okay, 59 plus aus Wilhelmsburg. Ich habe noch mitgehört, ich habe aber keine Taste angeschlossen. Ja, ich bin gerade noch da, Martin. Da kann man leider nicht verzugsheimern da, gell. Aber ja, kann man nichts machen, ist so da, gell. Aus Wilhelmsburg da kriegst du einen Rapport, da ist jetzt wieder rein, da, gell. Im Nähe, da, gell. Okay, passt, ja. Das ist uns bei dir gut, da, gell. Ich hoffe, du bist im grünen Bereich da. Ja, danke. Auf Nacht sind sie halt schon sehr müde, die OM wahrscheinlich. Ja, mein Tag hat heute auch schon um 4 Uhr angefangen. Und dann denken wir, es wird die meisten so gehen. Ja, da herunter 12,8 und im grünen Bereich. Was soll ich noch sagen? Ja, nichts Besonderes, was ich da jetzt noch vermelden kann. Eigentlich war ich die Woche auf Reise gewesen, aber zum Glück ist die Frau von meinem Chef gesund geworden. Daher war das hinfällig und er hat selber fahren können. Ansonsten hätte ich mich jetzt gar nicht melden können. Ja, so geht es dahin. Was tut sich bei dir? Morgen tust du ja Feier, nehme ich an, gell? Merkst du dir, Alter, MC von Alter, kann ich. Stimmt schön? Ja, das ist in Ordnung, bis zu 30, von Mike Charlie wieder reguliert, gell? Alles klar, dann, ja, gut, so, ja, mit so Transformator auf dem Jub oben gehabt, so, gell? Haben wir da in, erst einmal in Dietmann, da bei der Ausdruck, so. Und Rudi da, wenn er angeht draußen oder wenn er wählt, da, seine Leichen, also da, war alles groß drauf, so, gell? Also, das war dann mal recht gut geht, gell? Und ja, sonst gibt es eh noch irgendwas so, und ja, Amateurfunkmäßig, so, das hätten wir, glaube ich, gesehen. Und wenn Sie den ganzen Wissen da bei den Kirchsteifen werden, was jetzt mal in Frankreich mal was drin ist, wenn ich wieder eine Lektur brauche, oder mal interessiert, da mal weg zum Einlosen da, gell. Und ja, das steht eh einiges an QL-An da, gell. Und wenn man halt ausgeschaut von uns da, gell, das ist da sehr viel Witze nachgerissen da, gell, mit dem Masterschnee, was wir da gehabt haben. Da gibt es einiges zum Tun da, gell, ja, es sind noch der Ausbildung dabei, da, gell. Chef von der Ausbildung, ja, und auch nochmal 10 Wochen Tage gekippt werden, da wenig Zeit, da, gell, und das wird halt immer dahin sein, ja. Okay, na passt, aber jetzt sagst du, was für Ehrlichkeit, das ist auch nicht ganz so, bitte nur. Ja, da habe ich jetzt nicht viel mitgekriegt, Martin. Ich weiß nicht warum, was das Signal so abgefallen ist. Auf jeden Fall die Masse habe ich da jetzt nicht mitgekriegt. Ja, was soll ich da sagen? Rund ist es wieder schön. Ich glaube, du hast geredet, dass es einen Schnee gekriegt hat. Da ist es ganz nobel. Ich war am Abend nur ein bisschen draußen auf der frischen Luft, ist eh klar. Ein bisschen windig, aber so zum Aushalten. Und in Waldhausen da haben wir Hochwasser gehabt am Wochenende und natürlich auch zum Teil im Vorfeld einiges an Schnee und ein bisschen ein Schneebruch im Wald. Das heißt, das war jetzt ein bisschen Arbeit auf mich. Aber ja, das werden wir auch noch da toppen. A3 MC von A3 KUS Strichen. Ja, das ist wieder Gecko 3, Mike Charlie, der Redwurz, muss ich schauen, ob die Leistung da rauskommt. Ja, da geht eh. Funktioniert eh. Nein, ich hab gesagt, ich hab auch da einiges an Schneebruch da im Wald, da gell, einiges zum Tun da die nächste Zeit, aber wie gesagt, da bin da auch QL-mäßig so ein wenig dann eingespannt, da geht dann nicht so aus. Und ja, werden wir schauen, da wird der Zeit noch vielleicht noch ein wenig sicher gekriegt, vielleicht nehmen wir da eh noch nächsten Tage noch ein wenig Freitag. Okay, du hast noch irgendwas angesprochen, wegen der Feierlichkeit, so irgendwann, da habe ich nicht ganz gekriegt, wer das sein sollte, oder habe ich nicht ganz verstanden. Ja, du sollst morgen Josefe feiern. Josefe sollst feiern morgen. Ja, da kenne ich genau, morgen ist der Josefe da, gell, früher ist das immer hochgelebt worden, da, gell. Das ist ja, da sind wir immer schon dabei gewesen, da, gell, ja, mit meinem Mario-Song da, also nur aktiver da, gell, in die Richtung da, und ja, da ist ein Josef da, hochleben los, da, gell, AI, ne, da ist also eine gescheite Feierlichkeiten geben, da, gell, AI, naja, gut. Ist auch so, da. Ja,
Wetterbericht, wie gesagt, 0 Grad bei uns, da war halt ein bisschen runtergeschneit, aber nur sehr wenig, da ist ein bisschen runtergeschlagen. Sonst war es ja eigentlich relativ warm da, gell. Jetzt gegen oben soll es so ein Temperatursturz gewesen, geht aber wirklich herrlich da, gell. Da bin ich draußen sitzen, da schon gut im Licht da, gell. Und da am Abend 20 Grad gehabt, so 19 Grad genau landwärts da. Und war es auf 900 Meter See, da mal wirklich angenehm da, gell. Und ja, jede Stunde immer noch, der kalte Wind, was das ist, ja, das ist halt unser Schicksal gegenüber von allem eins da. Das ist halt da noch ein großer Unterschied da, der Tieren da, gell. Ja, das Hochwasser angesprochen, ja, wir haben mal wieder seit langen Jahren da wieder mal ein Schnellwasser gehabt, das haben wir eigentlich gar nicht mehr kennt, in den letzten Jahren, weil das ist immer weggegangen, das war immer so wenig Wasser, dass das sofort irgendwo versickert ist oder das nicht wirklich geht und das mir auch die Alleinsicht ist auch da mal wieder ausverkeiner Zeit da, gell, die Überschwemmungen, da haben wir immer gesagt, über eine jährliche Mysterie am Nil da, gell, was das fruchtbare Erden da bringt, in Atlantiktal da geheim, aber ja, war das mal wieder mal der Fall, aber mittlerweile glaube ich, dass das keiner ist, als wieder zurückgekommen da. Die ganze Sache haben alle mal wieder seit langen Jahren wieder das erste Schneeschmelze gegeben hat. Gut, dann, ich will dann Abschluss machen da, gell. Also einer ist umstanden und dann bin ich auch langsam wieder da in die Horizontale begeben. Aber jetzt Freitag, gell, haben sie wieder gehört und dann ist dann auch noch ein schöner Abend da, gell. Schöne Wochen dann um 73 da und ja, die Wiese mal woher dann schön Früchte dann natürlich da und ja, dann ist dann wieder das nächste Wiedersehen da. Hier war Aufgenommen, Echo Mike Charlie. Servus. Ja, also Roger, danke für die Infos, Martin, und vielleicht ein kleines Stellungsbild gestern in Gren an der Donau. 100 Meter lange Schlange. Zum Eisstand kommt er gar nicht mehr zu, obwohl der Italiener nebenbei auch noch viel Eis verkauft hat. Also beim Schwöri war 100 Meter Kolonne zum Anstellen. Jede Menge Leute mit kurzer Hosen entlang der Donau. Also es war gestern wirklich wie, wie soll ich sagen, schon fast wie im Sommer so ein Bild. 100.000 Mopedfahrer, Motorradfahrer.